Hi, ich bin Christian und ich arbeite für Stackfield. Und heute zeige ich euch, wie man Stackfield auch im schulischen Kontext einsetzen kann, um sich die Arbeit dort deutlich einfacher zu machen. Dafür nehme ich euch mit in unsere fiktive Berufsschule, in die Kurfürst-Ferdinand-Berufsschule aus unserer ebenso fiktiven Mittelstadt Großbergenthal. Hier möchte die Schulleitung die Prüfungen für das Schuljahr 25/26 vorbereiten und hat dafür in Stackfield einen eigenen Raum angelegt. Räume in Stackfield sind nach einzelnen Modulen organisiert, wie beispielsweise Kommunikation, Diskussionen oder eben jetzt Aufgaben, in welchem Modul wir uns gerade befinden. Dieses Modul ist aufgebaut wie ein Kanban-Board, das heißt, jede Aufgabe hat hier einen eigenen Bereich, ein eigenes Feld und diese Felder lassen sich nach Belieben hin und her verschieben, um sie beispielsweise nach ihrem Status zu sortieren. Wir haben hier zum Beispiel die Statusse zu erledigen, in Bearbeitung, zur Abnahme oder erledigt. So können wir die einzelnen Aufgaben von links nach rechts verschieben, je nachdem, welchen Status sie gerade haben. Die einzelnen Aufgaben lassen sich auch öffnen und es lassen sich weitere Details einfügen, wie beispielsweise das Datum oder die zu bearbeitende Person. Schauen wir uns doch mal als Beispiel die Aufgabe Teilnehmermanagement an, die gerade sowieso in Bearbeitung ist. So, hier sehen wir, in dieser Aufgabe geht es um die Erfassung, die Organisation und die Verwaltung der Prüfungsteilnehmer sowie des Aufsichtspersonals. Fällig ist das Ganze bis Januar und zugewiesen ist Laura Müller, die Sekretärin unserer Berufsschule. Sie hat dann auch verschiedene Unteraufgaben angelegt, beispielsweise für die Anmeldung und die Zulassung. Und hier sehen wir auch, einige dieser Aufgaben sind sogar schon abgehakt, was bedeutet, dass sie erledigt wurden. Offen ist noch beispielsweise die Sonderfallprüfung, also die Prüfung, welche Schülerinnen und Schüler aus welchen Gründen auch immer nicht an der geplanten Prüfung teilnehmen können. Um das hier ein bisschen besser aufzuteilen, hat die Frau Müller sogar eine zusätzliche Unteraufgabe angelegt mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern, um zu notieren, aus welchen Gründen die Schülerin oder der Schüler eben nicht teilnehmen kann. Wenn wir beispielsweise hier sehen, ich mache die Aufgabe mal kurz auf. Hier geht es um den jungen Leon Becker. Und wir sehen hier, Frau Müller hat hier schon ein Dokument angehängt. Hierbei handelt es sich um die Krankmeldung. Bedeutet, wahrscheinlich ist der Herr Becker krankgeschrieben und kann deshalb nicht teilnehmen. Um das noch etwas deutlicher zu machen, hat die Frau Müller auch einen Kommentar hinterlegt. Wenn wir hier mal draufklicken, sehen wir, das Attest von Herrn Becker ist eingegangen und die Prüfung soll jetzt zum Zweitermin erfolgen. So lässt sich einfach organisieren, welche Schülerinnen und welche Schüler aus welchen Gründen eben nicht da sind und das alles innerhalb einer Aufgabe. Unten stehend, wenn wir ein bisschen runterscrollen, sehen wir noch weitere Informationen, beispielsweise die angehangenen Dateien. Hier finden wir unter anderem die Krankmeldung, aber auch den schon fertiggestellten Aufsichtsplan oder die ganze Teilnehmerliste. Zusätzlich sehen wir hier die Labels. Labels sind Identifikatoren, nach denen sich einzelne Aufgaben organisieren und dann auch filtern lassen. Wir können also beispielsweise sagen, wir möchten sämtliche Aufgaben angezeigt bekommen, die im kritischen Status sind, also die das Label kritisch haben. Dann werden uns nur eben diese Aufgaben angezeigt. Und ganz unten sehen wir noch die Kommentare bzw. das, was in dieser Aufgabe gearbeitet wurde. Hier sehen wir unter anderem die Kommentare, die die Frau Müller gemacht hat zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern oder welche Dokumente hochgeladen wurden. Wenn wir jetzt kurz nochmal in die Aufgabenübersicht gehen, hier wäre der Filter, nachdem wir uns dann die einzelnen Aufgaben sortieren lassen können. Das Aufgabenmodul ist jetzt nur eines von einigen, die in Stackfield in einem Raum zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt beispielsweise in diesem Raum noch die Module Kommunikation, Diskussion, Dateien und Kalender. Das Kommunikationsmodul ist in dem Fall so eine Art Chat. Hier kann jeder, der in diesem Raum arbeitet, der diesem Raum zugewiesen ist, Inhalte kommunizieren und sich miteinander austauschen. Das geht beispielsweise mit Kürzeln wie diesem Add-all, wo dann jeder im Raum angesprochen wird, wenn es um beispielsweise allgemeine Informationen geht, wie hier die Wartungsarbeiten, die im Januar anstehen. Man kann aber auch Personen direkt ansprechen, beispielsweise wie das die Frau Müller hier gemacht hat, indem sie den Herrn Rademacher, den Rektor der Schule, direkt anschreibt. Hier geht es um eine notwendige Vertretung während der Prüfung. Wenn man das Ganze aber nicht im laufenden Chat haben möchte, also wenn man Diskussionen etwas geordneter möchte,
Dafür gibt es eben den Diskussionstab, das Diskussionsmodul. Hier lassen sich zu einzelnen Themen Gespräche eröffnen, einzelne Benutzer einladen, dass man sagt, man möchte nur bestimmte Personen involvieren. Wir können hier mal reinschauen. Hier geht es auch um das Teilnehmermanagement. Und hier sind Inhalte notiert, wie aus welchem Grund kann welcher Schüler, welche Schülerin eben nicht teilnehmen und muss die Schule in irgendeiner Art und Weise aktiv werden. Wenn wir dann weitergehen in das Modul Dateien, hier sind dann sämtliche Inhalte hinterlegt, die in den Aufgaben hochgeladen wurden oder die in der Kommunikation an einzelnen Kommunikationssträngen angehangen wurden oder die eben direkt im Dateimodul hochgeladen wurden. Hier geht es um beispielsweise Inhalte wie die Schülerdokumente. Da gehört dann eben die Krankmeldung von Herrn Becker dazu, aber auch allgemeine Informationen wie die Härtefallregelung, ein Dokument, das immer in der Prüfungsorganisation hinterlegt ist. Ganz wichtig ist natürlich am Ende auch das Modul Kalender, denn im Kalender würden die Prüfungen geplant. Wenn wir jetzt in den Januar gehen, dann sehen wir, hier sind die Termine auch schon eingetragen für die entsprechenden Tage und die entsprechenden Prüfungen. Wir können diese einzelnen Termine auch nochmal öffnen, wenn wir sagen, wir möchten die etwas genauer bearbeiten oder genauer anschauen. Hier können wir unter anderem die Uhrzeit festlegen, also von wann bis wann ein Termin stattfinden soll, in diesem Fall jetzt die Prüfung. Wir könnten einen Besprechungsraum bzw. in diesem Fall ein Klassenzimmer auswählen, in dem diese Prüfung stattfinden soll. Oder wir könnten auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Termin hinzuordnen. Das ist natürlich sinnvoll beispielsweise für das Aufsichtspersonal, also welche Lehrkräfte anwesend sein müssen. Die könnten wir hier direkt zuordnen und die bekommen dann eine entsprechende Mitteilung, wenn der Termin ansteht. So, das war auch schon unser kleiner Überblick darüber, wie eine Prüfungsorganisation in Stackfield aussehen kann. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und es hat euch auch gefallen, was wir euch gezeigt haben. Und ich hoffe auch, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Wiedersehen!